Seht ihr, auch mir ist was schief gegangen. Ich habe die Farbe schon mal gleich wieder runtergewischt. Und wir machen jetzt hier aber mal einen Swipe. Mit schönen Zellen, hoffe ich jetzt. Das Kissen. Ich verteile es mal ein bisschen hier so in die Richtung. Ich habe hier einen extra dicken Keilrahmenholz. Ich mag die. So. Einmal die Luftbläschen ein bisschen weg. Ich habe ja solche Pins unter den Bildern, damit das nicht festklebt, wenn die dann auf der Fläche stehen zum Trocknen. Aber ich habe jetzt festgestellt, auch so als kleiner Tipp, vielleicht wenn manche das gerne ein bisschen schneller hätten, wenn du die auf Becher nachher stellst oder höher, dass also auch von unten Luft dran kommt, trocknet das Bild einfach schneller. So. Und es geht los. Machen wir einmal blau, preußisch blau wieder, pink, und hier auch. Reflexgelb. Oh, jetzt habe ich aber so viel hier. Naja. Passiert. Nehmen wir das restliche Pink. Es muss ja auch nicht identisch sein. 100%ig. Also von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Ups, wenn hier so viel Gelb ist. Dann machen wir gerade hier auch noch mal ein bisschen mehr hin. So. Können wir vielleicht auch gerade den Rest. So. Und nun nehmen wir unseren Zellaktivator. Ich gehe noch mal hier drüber, da sehe ich so viele Luftbläschen. Ich habe nämlich die Weiß auch erst angerührt eben. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Wahnsinn. Ich glaube, hier machen wir mal noch ein bisschen. Ich habe es verloren.
Schade, dass ich hier abgesetzt habe. Na komm. Super. Jetzt drehen wir das einmal um. Seht ihr die tollen Farben und Zellen? Super. So. Fantastisch. Jawohl, komm. Ja. So. Ich glaube, ein bisschen machen wir hier noch. Von dem Zellaktivator. Wow. Wahnsinn. Hammer genial. So. Jetzt haben wir ja da aber noch so ein paar Stellen. Wieder unten. Die können wir hier noch aufhübschen. Da habe ich noch ein bisschen grün-blau. Wie machen wir das am besten? Ich brauche meine weiße Flasche, genau. Und zwar versuche ich ein bisschen zu schwenken, aber auch nur vorsichtig, damit es die Zellen schön erhält. Je mehr man schwenkt, desto größer ist die Gefahr halt, dass die Zellen verschwinden. So, und hier zieht es die Farben einfach dann nochmal mit runter. Dann sieht das schön aus am Rand. Jawohl.
So, jetzt gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Ja. So. Und hier nochmal. Das ist Wahnsinn. Ich zeige euch mal, was ich meine. Ich hoffe, das klappt jetzt hier auf der Seite auch. Es zieht die Farben mit runter dann. So. In der Regel. So. Und hier oben noch. So. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schwenken soll. Ich würde vorschlagen, ich lasse das so. Ich finde das einfach fantastisch. Ich zeige euch das gleich nochmal aus der Nähe. So. Könnt ihr das alles sehen? Fantastische Zellen, ne? Auch da drüben. Und diese Farben. Wahnsinn, ne? Guck mal, selbst die gelben. Ist doch irre. Ich hoffe, ihr könnt es sehen.